Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan vom Xentral Implementation Team und ich zeige euch in diesem Video, wie man den Xentral Bestellvorschlag effektiv einsetzen kann. Bevor wir uns das Modul Bestellvorschlag selbst anschauen, werfen wir einen Blick auf die Artikelstammdaten. Ich habe für diesen Zweck hier einmal einen Artikel angelegt, den wir jetzt auch nur für diesen Bestellvorschlag einmal verwenden werden. Die relevanten Felder sind gar nicht so zahlreich. Wir haben hier eine Mindestlagermenge. Das ist wahrscheinlich auch schon fast das wichtigste Feld, was diesen Bestellvorschlag betrifft. Dieses Kontingent, das wir hier eingeben, ist das Mindestkontingent, das Xentral im Lager immer wieder versuchen aufzufüllen, wenn wir den erweiterten Bestellvorschlag verwenden. Darunter hätten wir noch eine Mindestbestellmenge. Hier könnten wir die Mindestmenge eintippen, die Xentral mindestens bei jedem Lieferanten versuchen wird zu bestellen. Xentral würde nicht selbstständig eine Menge bestellen, die geringer ist als diese. Darüber hinaus kann es noch einen Haken geben, nämlich diesen Produktionsartikelhaken. Wenn der Kunde bzw. der Benutzer auch vorhat, diesen Artikel selbst über das Xentral Produktionsmodul herzustellen, dann ist dieser Haken unbedingt zu setzen, damit der Bestellvorschlag auch die Produktion korrekt einkalkuliert. Daneben haben wir hier schlichtweg einen Lagerartikel, wie die allermeisten physischen Artikel in Xentral ohnehin angelegt sind. Ein Datenpunkt, der zwangsläufig immer notwendig ist, wenn wir den erweiterten Bestellvorschlag verwenden, ist der ECAP-Preis. Jeder Artikel benötigt mindestens einen ECAP-Preis, damit der erweiterte Bestellvorschlag ihn beachtet. Wir haben jetzt hier einen angelegt. Man könnte auch multiple anlegen. Jeder ECAP-Preis, der aktuell gültig ist, würde vom Bestellvorschlag dann auch entsprechend gelistet. So, und jetzt ins eigentliche Modul. Wir finden den erweiterten Bestellvorschlag hier im Einkaufswesen. Und wir sehen erstmal ein fast weißes Blatt. Wir haben sämtliche Artikel hier einmal gelistet, die das System aktuell kennt. Wir sehen auch die entsprechenden ECAP-Preise in dieser gelben Spalte aufgeführt. Wir würden auch sehen, wenn ein Artikel keinen ECAP-Preis hat, dann ist dieser Eintrag schlichtweg leer. In diesem Zustand ist die Liste noch nicht durchkalkuliert, sondern sie wartet jetzt auf unsere eigentlichen Kommandos, also die eigentlichen Ausführungen dieses Bestellvorschlags. Der Bestellvorschlag ist immer darauf angewiesen, dass wir ihn in mehreren Durchläufen erlauben, diese Kalkulation Schritt für Schritt anzulegen. Entscheidend dafür ist, dass wir hier diese Basis auswählen. Die Auswahl der Basis ist immer der erste Schritt und damit der Bestellvorschlag korrekte Ergebnisse liefert, ist es tatsächlich sehr wichtig, dass wir die Basen auch in der korrekten Reihenfolge ausführen. Wir starten grundsätzlich immer mit der Basis der Mindestmengen, zumindest in dem Fall, dass wir die Produktion nicht einkalkulieren. Die Produktion schauen wir uns gleich im Anschluss nochmal näher an. Aber wir beginnen jetzt einmal mit der Mindestmengenbasis. Das ist die schlichteste Art der Kalkulation, die das System erstmal vorschlagen wird oder durchführen wird. So, wenn wir den Bestellvorschlag starten, beginnt eben die Kalkulation. Und wir sehen jetzt hier schon blau markiert, für welche Artikel das System denn grundsätzlich einen Bedarf sehen würde. Wir können hier nochmal ein bisschen ausfiltern, damit uns auch wirklich nur die Bedarfsartikel gezeigt werden und nicht die sonstige Artikelliste. Hier finden wir jetzt unseren Trainingsartikel von gerade eben wieder und können einmal die Kalkulation, die jetzt vorgenommen wurde, ein bisschen zerlegen. Wir haben für diesen Artikel aktuell einen Gesamtlagerbestand von 5 Stück. Hier werden nur Lagerbestände beachtet, die keine Sperrlager sind. Es geht also nur um den für die Logistik vorgesehenen aktuell flüssigen Bestand. Wir sehen daneben die Mindestlagermenge, auf deren Grundlage wir gerade eben kalkuliert haben. Und wir sehen auch schon das Auftragswesen hier mit einkalkuliert, wobei einkalkuliert das falsche Wort ist. Wir sehen es gelistet, aber die Kalkulation wird auf Auftragsebene hier noch nicht geschehen sein, aufgrund der fehlenden Basisauswahl. Was er allerdings hier schon einkalkuliert, ist das Kontingent der offenen Bestellungen. In dem Fall haben wir hier 5 Stück, die aktuell bereits bestellt sind für diesen Artikel. Das bedeutet, wenn wir den Mindestlagerbestand von 100 erfüllen möchten, wir 5 auf Lager haben und 5 in Zulauf sind, haben wir einen Bedarf von 90 Stück, die das System jetzt auch bei diesem Lieferanten, den wir im EK-Preis wiederfinden, bestellen würde. Das ist einmal die erste Basis, die durchläuft. Der eigentliche Knackpunkt in der Benutzung dieses Bestellvorschlags ist jetzt der, dass wir diesen Bestellvorschlag nicht einmalig ausführen, sondern mehrfach, aber immer mit unterschiedlichen Basen. Die nächste Basis, die wir logischerweise verwenden würden, wäre jetzt die Variante hier, nur offene Aufträge verwenden.
Hier brauchen wir ein vernünftiges Zeitfenster. Er wird nur Aufträge einkalkulieren, die aktuell offen in diesem Zeitfenster im System vorhanden sind, und dann starten wir einmal. So, die Kalkulation hat sich jetzt dahingehend verändert, dass die 2 Stück, die wir gerade eben schon gesehen haben in der Auftragsspalte, ebenfalls noch aufgeschlagen wurden auf die Gesamtmenge, die zu bestellen ist. Somit habe ich die 90 Stück enthalten, um mein Mindestlager aufzufüllen, und ich habe weitere 2 Stück, um die aktuell offenen Aufträge zu bedienen. Die Kalkulation der Bestellungen selbst hier würde jetzt sich dadurch nicht verändern. Das bleibt bei unseren 5 Stück, genauso wie die Mindestlagermenge bei den 5 Stück bleibt. Er addiert lediglich diese 2 Stück im Auftrag nochmal on top drauf. Die Situation wäre jetzt eine andere, wenn wir davon ausgehen, dass wir diesen Trainingsartikel hier nicht nur einkaufen, sondern auch produzieren können. Im Falle der Produktion würden wir diesen Bestellvertrag jetzt nochmal zurücksetzen. Dadurch setzen wir die komplette Liste einmal zurück. Und dann wählen wir als offene Basis, und dieser Punkt ist in diesem Fall wirklich wichtig, wenn wir produzieren. Wir wählen zuerst die offenen Produktionen aus, wieder für ein entsprechendes Zeitfenster. Die Reihenfolge ist hier tatsächlich wichtig. Würde ich die Mindestmengen oder die offenen Aufträge zuerst verwenden, dann würde mir die Produktion hier mathematisch keine korrekten Werte mehr liefern. Genau genommen würde sie ignoriert. In dem Fall also, wenn wir die Produktion verwenden, die Produktion immer als erste Basis einsetzen. So, wir werfen wieder einen Blick auf die Liste, und jetzt sehen wir hier, 5 Stück sind für diesen Artikel aktuell in Produktion. Das bedeutet, wir haben hier einen weiteren Zulauf von diesen 5 Stück, neben den 5 Stück, die wir auch im Einkaufswesen schlichtweg bestellt haben, und wir bleiben bei unseren 5 Stück aktuell im Lager. Da wir die Mindestmengen jetzt hier als Basis noch nicht ausgewählt haben, sehen wir auch hier, wir haben aktuell keinen weiteren Bedarf, denn wir haben nur 2 Stück im Auftrag und 10 Stück im Zulauf. Die Produktion hat nochmal ein kleines Feature, das euch früher oder später mit Sicherheit begegnen wird. Ein Produktionsartikel muss nicht zwangsläufig ein Endprodukt sein. Ein Produktionsartikel kann auch ein Zwischenprodukt sein. Das bedeutet, dass ein Produktionsartikel wiederum Zulauf produziert in der Produktion, allerdings auch als Input fungiert für andere Produktionsaufträge. Einen solchen Fall würden wir hier so abbilden, dass wir hinter diesem Zulauf nochmal in Klammern einen weiteren Wert ausgeben, der die aktuelle Nachfrage innerhalb der Produktion darstellen würde. Wir können jetzt hier weitermachen. Als nächste Basis können wir die Mindestmengen wie gerade eben auswählen und erneut starten. Und jetzt sehen wir, hat sich der Wert ein weiteres Mal verändert. Wir haben unsere 5 Stück im Lager, wir haben unsere 5 in Bestellung, 5 in Produktion. Bedeutet 15 Stück sind aktuell unterwegs oder schon vorhanden. Die ziehen wir von den 100 ab, somit erhalten wir unsere 85 Stück als Bedarf. Auch die trägt in dem Aktionsfeld hinten dann direkt ein. So, um die Sache jetzt fertig zu machen, lassen wir die ganze Kalkulation noch ein weiteres Mal laufen, und diesmal mit den offenen Aufträgen in die Kalkulation. Und dann sehen wir nochmal eine weitere Anpassung in der Kalkulation. Jetzt spielen nämlich diese 2 Stück, die ich hier im bzw. im Auftragswesen liefern muss, die spielen jetzt plötzlich auch eine Rolle und werden nochmal aufgeschlagen auf diesen Bedarf von zuvor 85 Stück. Somit müssen wir von diesem Trainingsartikel 87 Stück bestellen, um die aktuelle Nachfrage unter Berücksichtigung der Zuläufe bedienen zu können. Der Bestellverschlag hat jetzt also 3 Durchläufe erlebt. Für den Fall, dass wir produzieren, muss ich an dieser Stelle noch einmal betonen, bitte achtet auf die Reihenfolge. Immer zuerst die offenen Produktionen, dann die Mindestmengen, dann die offenen Aufträge. Ansonsten erhaltet ihr keine mathematisch sinnvollen Ergebnisse, zumindest für die meisten Use Cases. Darüber hinaus habt ihr immer die Möglichkeit, einen bisherigen Durchlauf wieder zu entfernen. Wir können also jeden Zyklus hier wieder aus der Kalkulation herausnehmen und setzen den Bestellverschlag eine Stufe zurück. Wenn wir ihn komplett zurücksetzen möchten, dann klicken wir einfach hier oben auf Bestellverschlag zurücksetzen und erhalten wieder ein leeres Blatt. Wenn ich am Ende tatsächlich nun wahlweise bestellen oder produzieren möchte, dann führt mich am Schluss der Weg noch einmal zu diesen beiden Knöpfen hier unterhalb der Liste. Hier kann ich wahlweise Bestellungen erzeugen. Hätte ich jetzt hier eine Kalkulation, würde er mir die Bestellliste auch nochmal zeigen. Die Bestellungen würden dann erzeugt, allerdings noch nicht verschickt. Das heißt, ich erhalte Bestellbelege in meine Bestellungshauptliste. Die kann ich nochmal prüfen und dann rausschicken.
Und das gleiche Prinzip haben wir letztendlich auch für die Produktionen selbst. Wenn ich produzieren möchte, kann ich hier nochmal auswählen, für welche Zieladresse ich produzieren möchte. Normalerweise ist das, wenn ich ins Lager hinein produziere, ich als Kunde selbst. Und dann kann ich eben auch hier die Produktion erzeugen, um direkt die fehlenden Artikel dann in Auftrag zu geben. Darüber hinaus gibt es noch ein paar weitere Einstellungen, die jetzt für dieses Video allerdings ein bisschen zu weit führen. Hier empfehle ich euch einfach, schaut einmal in den Helpdesk, dort werden euch auch diese Felder nochmal gut erklärt. Soweit also einmal zum erweiterten Bestellvorschlag. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wir sehen uns mit Sicherheit in einem der nächsten Videos nochmal wieder.